Nein, Luca, die Idee mit dem Buch. Ich habe überlegt, das ist gar nicht so schlecht. Immerhin ist es für einen guten Zweck. Und wer kennt sich besser in der Düsseldorfer High Society aus als ich? Als Ihr Plan gescheitert war, da haben Sie und Ihr Liebhaber Baron Tepp entführt und wollten skrupellos sein Geld erpressen. Diese Beweise belegen eindeutig, wer hier das Opfer ist und vor allem, wer die wahren Täter sind. Gregor und ich, wir haben niemals Geld von Eduard erpresst. Eduard! Die vorliegenden Beweise belegen eindeutig, dass Baron von Tepp von ihrem Mann schwer misshandelt wurde. Misshandelt? Das ist vollkommen übertrieben, das war Notwehr. Eduard von Tepp hat mehrmals versucht, meinen Mann umzubringen. Wofür Sie aber keinerlei Beweise haben. Ich habe keine weiteren Fragen an die Zeugin. Sie dürfen das nicht glauben. Die Anschuldigungen gegen mich und meinen Mann sind vollkommen haltlos. Das wirst du dir ganz schön versauen. Wir spielen auf Asche. Waren wir zum Tennis verabredet? Also wenn ja, dann wird da nichts draus. Oh, hi Tristan. Da hast du ja noch eins gefunden. Welches findest du am besten? Ist eigentlich egal, du siehst in allem super aus. Oh, und was findest du? Welches soll ich zur Black and White Party anziehen? Das. Du willst doch nicht ernsthaft zu dieser Jubiläumsfeier hingehen? Da kennst du doch kein Schwein. Naja, mich zumindest schon. Und das reicht. Außerdem wollen Papa und die anderen auch hin. Trotzdem eine Party im Schneiders, das ist ja wohl eher was für die ältere Generation. Sag das mal nicht. Du glaubst nicht, wie cool Charlie Schneider drauf ist. Was ich mit der schon alles erlebt habe. Willst du nicht auch mitkommen? Nee, danke. Ohne mich. Hallo, meine ersten Gäste. Die mir am liebsten. Charlie. Herzlich willkommen. Gut schaust du aus. Ach, Charlie, du hast dich ja wieder selbst übertroffen. Und das neben deinem ambitionierten Projekt. Charlie schreibt nämlich ein Buch über die Düsseldorfer High Society. Über die Liebe in der Düsseldorfer High Society. Oh. Charlie. Naja, ich habe in dieser Hinsicht in den letzten 15 Jahren so einiges erlebt. Nicht nur am eigenen Leib. Danke. Ach ja, Kinder, so viele Geschichten. Wenn ich dann nur an Jan und Julia denke. Als sich zum ersten Mal ihre Blicke trafen, wussten beide, dass diese Begegnung ihr Leben für immer verändern würde. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie konnten ja nicht ahnen, dass sie Geschwister sind. Es war eine Zwillingsgeburt. Julia. Jan ist dein Bruder. Erst als Julia an Leukämie erkrankte und dringend eine Knochenmarkspende brauchte, musste ihre Mutter Clarissa die Wahrheit gestehen. Ich hab's einfach nicht geglaubt. Ich will's überhaupt nicht glauben. Es ist sicherlich nur ein schlechter Traum. Und so schwer es Jan und Julia fiel, sie verzichteten auf ihre verbotene Liebe. Aber schließlich siegten dann doch ihre Gefühle. Sie brannten nach Lanzarote durch und hofften dort, wo niemand sie kennt, ein neues Leben zu beginnen. Julia! Nun mach keinen Scheiß, was soll das? Komm raus! Julia? Dann verschwand Julia im Meer. Julia! Und keiner hat sie je wieder gesehen. Ich weiß. Arne hat mir damals alles erzählt. Ja, Jan hat noch lange verzweifelt nach ihr gesucht. Umsonst. Aber ist es nicht wichtiger, kurz und intensiv zu lieben, als gar nicht geliebt zu haben? Ja. Ich bin dann noch mal weg. Vielleicht bekommt ihr noch irgendwas raus. Toi, toi, toi. So. Wenn das Gericht der Verteidigung recht gibt, dann sitzen wir bald auf der Anklagebank. Nein, die können höchstens mir was anhängen. Und ich halte dich da raus. Okay?
Diese Anwaltstusse hat sie doch nicht mehr alle. Wie kann die so einen Schwachsinn glauben? Wer hat denn gesagt, dass sie das tut? Die will den Prozess gewinnen. Ich meine, das macht sich ja super, wenn man einen von Tepp rausgeboxt hat. Hey, wo ist eigentlich Christian? Du musst dringend noch mal weg. Ich glaube, irgendein Notfall im Gestüt. Okay, danke, das reicht. Danke. Hallo, haben Sie nicht gehört? Sie sollen aufhören. Dachten du und dein gewalttätiger Gigolo tatsächlich, ihr könntet mich ungestraft vor Gericht bringen, ja? Lass es! Nur zu? Was sollte das denn? Außerdem ist es das erste Mal, dass wir mit Papa zusammen ausgehen. Ich finde, das ist was Besonderes. Also wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als mitzukommen. Hilfst du mir? Schlafen? Nee, das klemmt irgendwie, das blöde Ding da. So. Danke. Ja, ich muss dann noch mal los. Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Arno war damals ziemlich fertig nach Julias Verschwinden. Tja, er musste in seinem Leben schon einiges wegstecken. Arno ist auch einer meiner ältesten Freunde in Düsseldorf. Und an einem Tag wie heute vermisse ich ihn mindestens so sehr wie ihr. Andere Leute dagegen könnte man gut verzichten. Ja, ich auch. So tragisch es ist, dass sie im Koma liegt, aber wenigstens bleibt uns Tanja erspart. Was redet ihr über Tanja? Ich dachte, das hier ist eine Gute-Laune-Veranstaltung. Und dann passt Tanja echt nicht rein. Ich wünschte auch, sie wäre nach dem Flugzeugabsturz nie mehr aufgetaucht. Flugzeugabsturz? Vor Jahren kam Tanja völlig abgebrannt nach Düsseldorf zurück. Sie brauchte dringend Geld und wollte sich das durch die Heirat mit einem reichen Mann beschaffen. Ja, das passt zu Tanja. Als Opfer hatte sie sich Henning von Anstetten ausgesucht. Henning war unsterblich verliebt in Marie Beinbach. Also fälschte Tanja einen Vaterschaftstest und ließ Marie und Henning glauben, Geschwister zu sein, um so ihre Liebe zu zerstören. Aber das ist noch nicht alles. Tanja wollte Henning nicht nur heiraten, sie wollte auch seine Witwe werden. Sie wollte ihn erschießen und den Mord Clarissa in die Schuhe schieben. Leider haben wir ihn verloren. Was sagen Sie da? Der Patient ist an schweren Verletzungen erlegen. Wir konnten nichts mehr für ihn tun. Der Plan flog auf. Trotzdem konnte sie entkommen und sich in Clarissas Privatjet schmuggeln. Niemand weiß, was dann passiert ist. Aber das Flugzeug verschwand plötzlich vom Radar. So, meine Liebe. Das Spiel ist aus. Und zwar endgültig. Und wieso hat Tanja den Absturz überlebt? Ja, fragen Sie mich nicht wie. Tja, Tanja würde wirklich niemand vermissen. Nein, und ich wünsche niemandem, was sie jetzt durchgemacht hat. Aber dass sie für eine Weile kaltgestellt ist, finde ich kolossal beruhigend. Ich muss mich doch nicht rechtfertigen, weil ich eine Party auslasse, oder? Wie es aussieht, gehst du auch nicht in Schneiders. Mir ist nicht nach Feiern zumute. Wirklich. Ich bleib lieber hier. Schade. Tristan, hat jemand von euch Justus gesehen? Ist was passiert? Ja, mein Schuh ist kaputt und das ist das einzig passende Paar, was ich habe. Wie es aussieht, gehst du aber in Schneiders. Ja, notfalls auch ohne Schuhe. Das freut mich. Dann warte ich mal, bis du dein Schuhproblem gelöst hast. Geh doch schon mal vor. Ich muss noch Andi abholen. Ah, richte ihm aus, er soll mal auf sein Konto gucken. Damit ihm die Tränen kommen? Nein, ich habe ihm die Auslagen für Argentinien überwiesen. Da ich zum ersten Mal in meinem Leben Bankgeschäfte übers Internet geregelt habe, wollte ich sicher sein, dass er das auch bekommen hat. Was hat der denn schon bezahlt? Ja, immerhin das Hotel.
Ohne seinen Einsatz wäre ich heute noch in Haft. Und richte ihm aus, ich habe noch was draufgelegt. Da wird er sich freuen. Tja. Sag Luise und Gregor einen lieben Gruß. Bis dann. Lee und Christian kommen nicht? Nein, leider. Na, traurig, Cousinchen. Er hat sich ja wohl selber eingeladen, oder? Um dir noch mehr Material für dein Buch zu liefern, hm? Ja, Ansgar hat wirklich schon einiges beigesteuert. Aber die größte Zerreißprobe für die Familie, daran war er nicht schuld. Du meinst die Geschichte zwischen Leonard und Cecile? Die beiden spürten von der ersten Sekunde an, dass sie zusammengehören. Doch ihre Liebe durfte nicht sein, denn Cecile war verheiratet mit Leonards Vater. Cecile, darf ich dir meinen Sohn Leonard vorstellen? Lange Zeit verboten sie sich deshalb ihre Gefühle. Doch Liebe und Leidenschaft lassen sich nicht ewig aufhalten. Leonard und Cecile bekannten sich irgendwann dazu und Cecile ließ sich von Johannes scheiden. Um Johannes nicht noch mehr zu verletzen, heirateten sie heimlich. Sie waren so glücklich, wie zwei Menschen nur sein können. Sie freuten sich so sehr auf ihr Kind. Am Tag nach der Hochzeit ist sie verunglückt. Weder sie noch ihr ungeborener Sohn haben den Unfall überlebt. Entschuldigt mich einen Moment, ich muss mal in der Küche vorbeischauen. Wenn wir wenigstens beweisen könnten, dass Eduard die Unvernunft der Gefühle gegen eine Fälschung eingetauscht hat. Das würde auch nichts bringen. Das Gericht würde merken, dass er ein Lügner ist. Das ist hoffnungslos. Der Restaurator ist unauffindbar. Nee, der Schuh ist repariert. Und jetzt mache ich mich auf den Weg. Ja, bis gleich. Du wirst Andi die frohe Botschaft vom neuen Reichtum schon noch rechtzeitig überbringen. Was soll das denn heißen? Dass das das Einzige ist, was ihn interessiert. Quatsch. Hallo? Der Typ steht normalerweise auf irgendwelche Partygirls. Jetzt ist er abgebrannt, braucht Geld für eine neue Reise und zack, auf einmal kommst du. Da gaukelt er dir natürlich die große Liebe vor. Das stimmt nicht. Und das weißt du. Ich weiß nur, dass er dich ausnutzt. Helena, die ganzen Typen, mit denen du zusammen warst, die wollten doch nur was von dir, weil du ein Lahnstein bist. Von denen hat dich keiner wirklich geliebt. Danke, dass du mich dran erinnerst. Herzlich willkommen. Was kann ich für Sie tun? Frau Schneider, nehme ich an? Richtig? Ja. Sagen Sie, haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Tut mir leid, ich bin das erste Mal hier. Und auch noch zu spät. Das macht nichts. Sie sind immer noch rechtzeitig für meine Überraschung. Aber kann es nicht sein, dass wir uns doch schon irgendwo gesehen haben? Hinter einer Bar vielleicht oder auf einem Kreuzfahrtschiff womöglich? Ich muss Sie enttäuschen. Ich war die letzten 15 Jahre weder in einer Bar noch auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber Cocktails mixen ist eine meiner heimlichen Leidenschaften. Tatsächlich? Na, wenn das so ist, meine Bar gehört Ihnen. Nein, so habe Doch, das ich nicht bitte gemacht. Sie darum. Okay, auf Ihre Verantwortung. Helena, meine Rettung. Was meinst du, ist mir das irgendwie ein bisschen zu eng? Was ist denn? Nichts. Hast du geweint? Ich habe mich mit Tristan gestritten. Und warum? Nichts so Wichtiges. Bist du sicher?
Das kriegt ihr doch bestimmt wieder hin, hä? Ja, bestimmt. Ich bin sonst gar kein Cocktail-Fan, aber der ist wirklich ein Gedicht. Es ist ein Geheimrezept. Ach ja, ihr kennt euch? Sagen wir mal so, ich bin mir sicher, dass wir es tun, aber... Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ludwig von Lahnstein. Ach, Sie sind Johannes totgeglaubter Bruder? Ja. Und wir sind sehr froh, dass er zurück ist. Oh, danke. Der ist für Sie. Sie Ihre Meinung doch immer für die allgemeingültig gehalten müssen. Nur Ansgar ist natürlich nicht angetan von den neuesten Entwicklungen. Bitte. Was sagen denn die anderen dazu? Leonard, Carla? Carla, die ist immer noch in Burma und nicht zu erreichen. Und Leonard, ja, der freut sich natürlich. Aber er wird wohl vorerst nicht herkommen. Aha. Naja, der genießt jetzt erstmal den Abstand von allem und die Zeit mit Sarah. Na, das sei ihm auch gegönnt. Nach all dem Stress und den Schicksalsschlägen. Ja. Nach dem Tod von Cecile hat Leonard lange gebraucht, sich wieder jemandem zu öffnen. Erst Sarah konnte ihn wieder erreichen. Doch dann stellte sich heraus, dass die beiden Geschwister sind und ihre Liebe somit unmöglich. Wir sind Geschwister. Aber wir lieben uns. Wir gehören zusammen. Gleich sich die beiden weiterhin insgeheim liebten, heiratete Sarah Gregor und Leonard Jana. Ja, und dann erfuhr Leonard, dass eigentlich Adrian Degenhardt sein Vater ist. Und danach ereignete sich eine Tragödie. Jana und Sarah hatten zusammen einen Autounfall, bei dem Sarah ihr Kind verlor, ihr Ungeborenes, und Jana an den Spätfolgen verstarb. Es war eine schreckliche Zeit. Leonard litt entsetzlich und Sarah machte sich Vorwürfe. Sie gab sich die Schuld an dem Tod von Jana und dem ihres Kindes. Sie rutschte in die Drogensucht ab und Leonard hat eine Weile gebraucht, sie zu überreden, eine Therapie zu machen. Ich habe Leonard eben getroffen. Er meinte, dass ihr euch im Krankenhaus begegnet seid. Und? Was hat er erzählt? Dass er dir glaubt, dass du keine Dummheiten mehr machen wirst. Dann ist Adrian Konstantins Vater, aber auch Leonards? Das war natürlich ein Schock für Leonard. Ja, aber letztendlich hat es die Liebe zwischen Leonard und Sarah erst möglich gemacht. Christian, mach hin. Machen Sie die Tür auf! Hallo, können Sie mich hören? Ich weiß, dass Sie da sind. Sie müssen mit mir reden. Also Sie müssen vor Gericht reden. Was wollen Sie? Es geht um die Unvernunft der Gefühle. Hallo, machen Sie die verdammte Tür auf! Kommen Sie ab, sonst rufe ich die Polizei. Ja, gute Idee. Ich bin mal gespannt, was denen dazu einfällt. Ich kann auch noch lauter, verdammt nochmal! Ich bitte um Ruhe. Frau Anwältin, fahren Sie fort. Herr Dr. Ossietzky, Sie können also bezeugen, dass Eduard von Tepp Verletzungen von Fesselungen davongetragen hat, die sehr wahrscheinlich von Gregor Mann verursacht worden sind, richtig? Ja. Gregor Mann hat den Baron nämlich eine ganze Nacht lang im Keller seines Hauses gefangen gehalten und ihn dabei schwer misshandelt. Danke. Helena, kann ich kurz mit dir reden? Bitte. Komm, dann könnt ihr vielleicht was klären. Das vorhin. Also ich wollte dir nicht wehtun. Das hast du aber. Ich weiß und es tut mir leid. Wirklich.
weiß, dass ich bisher mit Männern nur Reinfälle erlebt habe. Aber dieses Mal mit Andi, da habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Also halte ich bitte da raus. Ich will einfach nur nicht, dass du irgendwann... Dass ich verletzt werde, ja. Aber ich kann auf mich selber aufpassen. Okay, dann wünsche ich dir, dass sich dein Gefühl nicht täuscht. Danke. Meine Herrschaften, darf ich Sie jetzt alle in den Restaurantbereich bitten? Es gibt noch eine Überraschung. Ich bin sehr glücklich, dass Sie heute alle gekommen sind, um mit mir die letzten 15 Jahre zu feiern. Jahre, in denen wir gemeinsam gelacht und auch geweint haben. Ich habe viele Freunde gewonnen in dieser Zeit, aber ich freue mich immer wieder, neue Menschen kennenzulernen und alte Freunde plötzlich wiederzusehen. Jetzt lassen Sie uns gemeinsam den nächsten 15 Jahren entgegensehen. Mögen sie uns ebenso viel Liebe, Leidenschaften und brennende Herzen bringen wie die vergangenen. Und eine besondere Freude ist es mir jetzt, meinen Gaststar Stella Ahangi anzukündigen. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni ses faiblesses, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il aboie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut le servir de s'élever matin? Et quand on retrouve soi des armes incertains, dites seulement ma vie et retenez voilà. Die Inhaberin des Nobelschuppensteigers. Il n'y a pas d'amour heureux. Sie ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et c'est là sans savoir nous regarder passer. Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer. Halt! Stopp! Ich habe noch einen Zeugen. Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Christian Mann. Ich bin der Bruder des Nebenklägers. Und das hier ist der Paché. Und der kann bezeugen, dass Eduard von Tepp die Unvernunft der Gefühle hat fälschen lassen. To